Das ist gerade meine tägliche Morgenroutine. Ich pflücke immer frische Beeren aus dem Garten, um daraus dann einen Smoothie zu machen. Mit Apfel und rote Beete. Das ist also ein sehr simpler Smoothie. Schmeckt aber total lecker. Heute regnet es leider. Es soll den ganzen Tag so weiter regnen. Und die Zeit werde ich heute nutzen, um dieses Video hier zu schneiden. Das ist also ein perfekter Tag für die Couch. Aktuell haben wir hier sehr viele Gewitterstürme mit Hagel und extremen Regenschauern. Das kommt manchmal mehrmals täglich und dann kommt wieder die Sonne raus. Das Wetter ist extrem wechselhaft dieses Jahr. Und weil es so viel regnet, passiert aktuell hier eigentlich auch gar nicht so viel draußen. Oder allgemein passiert jetzt gerade in meinem Leben aktuell eigentlich gar nicht so viel Spannendes. Deswegen dachte ich mir, ich zeige in diesem Video einfach mal ein paar schöne Erlebnisse, die wir in den letzten Wochen erleben durften. Und am Ende gibt es natürlich auch noch zu sehen, was ich aus meinen Walderdbeeren gemacht habe, die wir letztes Mal gepflückt haben. Kleiner Spoiler, natürlich ist es ein Kuchen. Und Markus hat mir berichtet, dass zu einem meiner letzten Videos ein Kommentar gekommen ist, wo jemand nach meinem Rezept für den Waldkuchen gefragt hat. Und sie möchte das gerne zum Geburtstag ihrer Mutter backen, die 95 Jahre wird. Das freut mich natürlich sehr. Und deswegen habe ich dieses Rezept und auch das Rezept von heute in ein PDF-Dokument verwandelt, was es jetzt zum Download gibt. Und ich hänge das Ganze mal in einen angepinnten Kommentar. Also wenn euch das interessiert, dann schaut gerne mal da vorbei. Da könnt ihr euch das runterladen und nachbacken. Und wenn ihr das macht, dann schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie das bei euch funktioniert hat. Das würde mich nämlich sehr interessieren. Denn meist backe ich ja nicht nach Rezept, sondern nach Intuition. Und das klappt bei mir ganz gut. Und wenn ich das dann versuche, in ein Rezept zu packen, ja, dann kann das auch ganz unterschiedlich rauskommen. Und das würde mich sehr interessieren, wie das dann bei euch funktioniert. Also schreibt mir gerne eure Erfahrungen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Cozy-Video. Okay. So just stack 7. Wir haben an diesem Tag den Magnus besucht. Magnus ist ein lokaler Zimmerer, Tischler. Er bezeichnet sich, glaube ich, selbst nicht so, weil er das nie gelernt hat, sondern alles, was er dort macht, das hat er sich im Laufe der Jahre selbst beigebracht. Und das finde ich wirklich faszinierend. Deswegen zeige ich das hier auch. Also das ist keine Kooperation, keine bezahlte Partnerschaft. Ich zeige das einfach, weil es mich extrem fasziniert, dass man nur durch Experimentieren und durch Interesse sich solche Fähigkeiten aneignen kann.
Und dieses Design, was er dort erstellt hat, das nennt sich Nemo. Es erinnert ein bisschen an ein umgedrehtes Boot und ja, das ist mittlerweile sein Business. Er produziert diese Gewächshäuser, die kann man also bestellen bei ihm, die kann man bei ihm im Auftrag geben, schwedenweit. Und ja, dann produziert er dieses fantastische Gewächshaus, was ein bisschen aussieht, als würde man in eine Märchenwelt eintreten. Und das Tolle war, wir durften uns an diesem Tag auch noch Tomaten pflücken und mit nach Hause nehmen. Und das war das größte Geschenk überhaupt, denn diese Tomaten, ich habe keine Worte dafür, die sind so unglaublich schmackhaft gewesen. Das ist absolut kein Vergleich mit Tomaten, die man hier im Supermarkt kaufen kann, die einfach mal nach gar nichts schmecken. Diese Tomaten, die waren saftig, das war eine richtige Geschmacksexplosion. Also ich bin wirklich beeindruckt, was sich Magnus da aufgebaut hat und ja, mit welcher Leidenschaft und mit welchem Interesse er diese Pflanzenzucht dort betreibt. Da steckt so viel Technik mit in diesem Gewächshaus. Er hat uns erzählt, dass er den Boden mit einer Art Aircrete, also einer sehr luftigen Form von Beton, ja, isoliert hat. Und auch die Beete selbst, die sind beheizt. Also das sorgt für einen unglaublichen Wachstumsschub zu Beginn der Wachstumssaison, dass die Tomatenpflänzchen dann also richtig schön sprießen können. Ja, und er wendet sehr viele kleine Tricks an, um die Temperatur im Gewächshaus auf einem ausbalancierten Niveau zu halten. Also er wendet große Wassertonnen an, also einfache Regentonnen, die mit Wasser gefüllt sind und die erwärmen sich dann im Laufe des Tages, damit sie in der Nacht eben Temperatur, Wärme wieder abgeben können und so die Temperatur ja, um 3 bis 4 Grad in der Nacht erhöhen können. Das finde ich extrem spannend und man sieht ja, dass es funktioniert. Also ich kann das nur empfehlen und seine Arbeit findet man bei Instagram unter Nordic Greenhouses und ich verlinke das Ganze und auch nochmal einen Zeitungsartikel unten in der Videobeschreibung. Wer sich dafür interessiert, der kann da gerne mal nachschauen. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und an dieser Stelle auch nochmal Danke an Magnus, dass wir uns das anschauen durften. Und natürlich auch für die geilen Tomaten. Die habe ich natürlich verwendet für den Salat. Ah, hier zeigen eh die roten Schilder lang. Da müssen wir eh hier lang gehen. Okay. Oh, die ist bestimmt abgeschlossen. Ah. Aber schön. Ja. Kerzenkronleuchter. Ja. Jetzt ein bisschen.
Hast du Blaubeeren gefunden? Ui, schön. Kleine Handvoll. Die sind mega groß. Lecker. Boah. Und jetzt alle in den Mund. Das ist der Gesundheitsboost. Ja, lecker. Ja. Eine schmackhafte Wanderung. Himbeeren. Die Aussicht muss warten. Wir müssen zuerst zu den Himbeeren. Oh, guck hier. Oh, Alles voll. alles voll. Unberührt. Oh mein Gott. Die sind ja auch so riesig. Ja, cool. Die sind natürlich noch leckerer als die Blaubeeren. Noch besonders, also nicht so häufig. Ne? Ja, man findet nicht so viele und Ja. vor allem nicht so viele große wie hier. Und wir haben nichts zum Sammeln dabei. Zum alles essen. Wir müssen alles essen. Aus dem magischen Brunnen werde ich mir mal einen Schluck genehmigen, Genau. um zu meiner Kraft zu kommen. Das hier ist nämlich die Gesundheitsquelle. Oder mal ein bisschen ausspülen. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Also es liegt zumindest auch kein totes Tier drin. Nee. Ja, es schmeckt nach Wasser. Spürst du die Gesundheit? Wir werden es heute Abend sehen, Ja, vielleicht dauert das noch so wenn du dann Durchfall kriegst und oder so. Das ist die andere Gesundheit. Ja, das ist dann die Reinigung des Körpers. ja, genau. Kommt dann oben und unten raus. Ja, schmeckt aber gut. Nach den Riesenblaubeeren und den Riesenhimbeeren kommen jetzt die Riesenwalderdbeeren. Ihr dürft nur zugucken. Es ist wirklich sehr schön in Sollefteå. Hallo, wie geht's dir da drüben so? Ja, schon ganz nett. Also wir kommen hier heute nicht besonders schnell voran, weil wir an jeder Ecke Blaubeeren, Himbeeren oder Walderdbeeren finden und das einfach zu verlockend ist und wir nicht widerstehen können. Ich meine, das ist... Und die sind so
so prall und groß. Scheiß auf das Gewitter, wir essen Beeren. Wenn wir vom Blitz getroffen werden, können wir immerhin sagen, wir haben die letzten Minuten sinnvoll verbracht. Aber vielleicht können wir das dann auch gar nicht mehr sagen. Und ich meinte eben noch, so schlimm wie gestern wird es wahrscheinlich nicht werden. Jetzt hagelt es wieder. Ah, frisches Holz, wir können Feuer machen. Ja, diese Hütte hat uns jetzt ein bisschen gerettet, sonst wären wir klitschnass gewesen. Ja, kam gerade richtig. Wir sind mal wieder nicht so weit gekommen, wir sind in der nächsten Hütte. Ja, 5 Minuten später. 3 Minuten später. Das ist Agar-Agar, was ich hier jetzt genommen habe. Das nutze ich als Dickmacher für meine Waldmoves, die ich später mache. Ich habe bisher nicht so gute Erfahrungen gemacht mit Agar-Agar. Das hat sich immer sehr seltsam verhalten. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das Ergebnis diesmal wird. Das Schöne beim Backen ist ja, dass alles immer so fantastisch riecht. Das ist ein Erlebnis ja, für sämtliche Sinne. Das ist echt toll. Wow.
Yay! Ah! Und jetzt geht's zum Fotoshooting. Fertig sind meine neuen Werke. Sieht wieder richtig geil aus. Riecht total lecker nach Walderdbeeren. Dafür geht schon immer ganz schön viel Zeit drauf. Ich habe heute Morgen, glaube ich, um 10 angefangen und jetzt ist es abends um 6. Ich habe natürlich nicht die ganze Zeit durchgebacken, sondern zwischendurch ist sehr viel Zeit dafür draufgegangen, zum Zutaten kühlen. Und jetzt bin ich fertig. Und ich dachte mir, ich nehme das dann nachher mit zu meinem Nachbarn, denn wir haben wieder ein kleines Dinner. Hello! Oh, Hello! ja. Totally destroyed. I feel like a donkey in my hand. We have a cake. Oh shit! Yes. Can I take a picture of it? Yes, you can. Nice, nice. But maybe we should do a picture upstairs because Yeah, we do it Fred there. died. Yeah. Now I try to cut my wonderful cake. Look at this. It looks real nice. Yeah. Really, really nice. This is my I think- summer cake. Take account with it. Thank you. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke für deine Zeit, dass du mir zugeschaut hast. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Ciao, ciao. Ja. Hast du wieder Hunger, du kleine Maus? Eine kleine Schnuckelmaus. Hm?